Im Jahr 2022 ist viel passiert. Vieles hat uns bewegt und erregt und man könnte meinen, die Welt ist am Abgrund. Also lasst uns auf ein paar schöne Dinge zurückblicken und damit willkommen im Retro-Kanal Rückblick 2022. Begonnen hat alles am 21. März mit einem Vergleich zwischen einem Trabant 601 und einem Opel Corsa F Elektro. Also alt gegen neu, Benzin gegen Strom, Äpfel gegen Birnen. Damit alles halbwegs realistisch ist, fahren beide Autos natürlich die gleiche Runde. Nach 380 Kilometern ist dann Schluss, was einem Verbrauch von 6,84 Litern auf 100 Kilometern entspricht. Bereits nach der zweiten Runde zeichnet sich ab, dass der Opel nicht ganz so weit kommen wird. Nach 325 Kilometern war beim Opel der Akku leer. Das entspricht ca. 14,15 Kilowatt auf 100 Kilometern. Gute 15 € hat die Fahrt dann gekostet. Im April erschien das Video zum Trabant 601 Hykomat. Das war das erste Video im Retro-Kanal, in dem ein Interview geführt wurde. Ringo erklärt uns da die Technik vom Hykomat und zeigt, wie man schaltet und anfährt. Der Hebel ist so ziemlich derselbe, nur ist diese Verlängerung hier dran und diese Verlängerung ist leicht frei bewegbar. Und in dem Moment, wenn man das hier bewegt, also wenn man zum Beispiel schaltet, einen Gang reinmacht, weiß der in dem Moment, er muss jetzt kuppeln, dass man auch seine Gänge reinkriegt. Also Trabant Hykomat ist im Prinzip alles ziemlich gleich wie bei jedem anderen Trabant auch. Unterschied ist, es gibt hier halt einen Behälter mit Hydrauliköl, eine Steuereinheit, die das Hydrauliköl dann halt in die verschiedenen Wege leitet und das steuert. Und zum Beispiel nach hier unten hin zum Geberzylinder, der an die normalen, fast normalen Kupplungshebel wie bei jedem Trabant rangeht, der das dann hier steuert. Mit dem Unterschied, dass es hier etwas länger ist. Man kann hier das Einkuppeldrehzahl einstellen. Hier hast du noch eine Feder, die den Gegendruck erzeugt, die dann nach innen mit einem normalen Bowdenzug zum Notkupplungspedal geht. Ganz hier unten, wenn du mal hier reinfilmen möchtest, hast du die Hydraulikpumpe, die dann über die Motordrehzahl den Druck macht, halt für die Pumpe. Wir haben noch zusätzlich, die haben wir auch damals mitgedacht, das ist ein kleiner Schalter. Wenn die Motorhaube drauf drückt, nur dann funktioniert der Hykomat. Wenn der die Motorhaube jetzt nicht drauf drückt, dann könnte man, wenn man jetzt einen Gang drin hätte, sich zum Beispiel, wenn man jetzt hier Gas gibt, wenn man Gas geben würde, könnte man sich nicht über den Haufen fahren, weil er dann nicht kuppelt. Ebenfalls im April kam dann das erste Zeitzeugenvideo mit Herbert Kawaschinski. Daraus wurde dann sogar eine ganze Reihe. Eine Story, nicht aus dem Karosseriebau, über die der ganze Betrieb mal gelacht hat. Eine Familie hat nach 12 Jahren Wartezeit ihren Trabi bei uns auf dem Hof abgeholt, im Betrieb. Und wenn der auf dem Hof stand, dann war der immer bestaubig und so. Und das sind die heim, haben das vor der Garage gestellt, gewaschen und gemacht. Und da hat der Mann festgestellt, dass er hier nicht bloß ein Ventil hat, sondern hier noch eins. Und hat er sofort den Betrieb angerufen, was ist denn hier los? Ich habe gerade mit 2 Ventilen, das wollte gar keiner glauben. Da hat unser Kontrollchef sofort einen losgeschickt mit 2 Rädern, verschiedene Bereifungen, weil er nicht wusste, was er hat, und den Mangel abgestellt. Dann haben wir geforscht, wie das dazu kommen konnte. Die Felge wird in Ronneburg wurde die hergestellt. Dort wurde versehentlich ein zweites Loch gebohrt, warum auch immer. Und beim Prüfen oder beim Beziehen von schlauchlosen Reifen wurde kontrolliert mit Pressluft, ob das dicht ist. Und da hat der Mann gemerkt, dass er Luft ins Gesicht kriegt. Geguckt und das zweite Loch entdeckt. Und in seiner Angst hat er noch ein Ventil eingedreht. Da hat er wieder geprüft, dann war das dicht. Aber sowas kann man ja nicht ausliefern, ne? Das müsste ja in den Schrott. Ja. Das war der große Lacher, sagst du irgendwann. Okay. Jede Woche Sonntag 19:30 Uhr ein neues Video bedeutet in Zahlen ca. 6 Terabyte im Jahr verwendeter Speicher mit Trabant, Wartburg und Co. Wir sehen einen Rundgang durch das ehemalige Trabantwerk, welches sich 1994 im Abriss befindet. Es ist jetzt fast Ende September. Emotional wurde es,
Ebenfalls noch im April mit einem Video über den Abriss des VEB Sachsenring Automobilbau Zwickau. Der Abriss ist fortgeschritten. Das war der ehemalige Feuerlöschteich. Bitte entschuldigt auch die Bildqualität. Das Video ist fast 30 Jahre alt. Ich wollte es euch einfach nicht vorenthalten. Das erste Video mal ohne Trabant handelt von einem sehr seltenen Wartburg HT. Der Besitzer Thomas zeigt uns seinen Wagen und erzählt darüber. Erschienen ist das Video im Mai. Thomas, du stellst uns heute deinen Wartburg 312 vor, HT für Hardtop, wenn ich mich nicht irre. In der damaligen Kraftfahrzeugzeitung, ich glaube war das 63 oder 64, hat er zwar viel Lob bekommen für sein Fahrwerk und alles, aber auch viel Spott und ich will mal sagen ein bisschen Hohn, dass sich das nicht durchsetzen wird, weil das so ein bisschen unproportional aussieht. Mit O-Ton damals, sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. Genau. Es ist ja ein bisschen unproportional durch das relativ lange Heck und im Vergleich dazu die kurze Front. Grob gefragt, die Wartezeit zu DDR-Zeiten. Also es gab den, in welchen Ländern gab es den eigentlich überall? Das Auto wurde nicht für den Export produziert, er ist ausschließlich in der DDR verkauft worden. Verkaufspreis damals 15.950 DDR-Mark und Wartezeit ja, zwischen 5 und 8 Jahren. Der Juni beginnt mit einem wunderschönen Trabant 600. Den man auch nicht mehr an jeder Ecke zu sehen bekommt. DDR 1963. Gerade verlässt ein Trabant 600 die Auslieferungstore des Sachsenring Automobilbau Zwickau. 59 Jahre später stellen wir euch diesen Trabant näher vor. Trabant 600 war die Verkaufsbezeichnung für die zweite Generation Trabant. Intern trug er die Typenbezeichnung P60 und wurde als Limousine, wie man sie hier sieht, von 1962 bis 1964 im VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau gebaut. Also ich würde mal sagen, so Lautstärke und Geräusche ist 601 identisch, also das könnte man nicht unterscheiden, wenn man es nicht sieht. Aber irgendwie ist das Fahrfeeling hier drin nochmal komplett anders. Also ich kann es nicht beschreiben jetzt, aber das fühlt sich einfach nochmal... Die Sitze finde ich auch weicher. Das ist halt alles noch Design hier, ne? Dieser Aschenbecher schon, allein wie der Deckel geformt ist nicht zu vergleichen. Der Juni war für den Retro-Kanal ein sehr erfolgreicher Monat, denn nach dem Trabant 600 konnte tatsächlich ein Wartburg 313 Sport gezeigt werden, dessen vorheriger Besitzer sich dann noch melden wird, um Fotos zu senden, wie der Wagen mal ausgesehen hat. Was gibt es zu diesem Auto zu erzählen? Wie oft wurde das Auto gebaut? Wann wurde es gebaut? Kannst du uns auch so ein paar Eigenheiten eventuell erzählen? Das Auto wurde genau 469 Stück gebaut, von 1957 bis 1960. Ja, ganz speziell halt diese relativ lange Front, ne? Und dieses relativ flache Erscheinungsbild, was wirklich wahnsinnig sportlich und elegant daherkommt und natürlich die typischen Wartburg-Sounds, die er dazu macht, das ist Wahnsinn. Ganz Wartburg-typisch, 3 Zylinder, wassergekühlt, Zweitaktmotor. Hier in dem Fall hat es irgendwann schon mal einen Umbau gegeben auf 1000 Kubik, 50 PS. Dadurch, dass er so selten gebaut wurde, tauchen natürlich auch nur ganz wenige auf, die dann zum Verkauf stehen. Und die Preisentwicklung ist jetzt so, dass es schon ins Sechsstellige geht. Das muss man dann auch wollen und ja, auch können. Und so sah der Wagen mal aus.
Nicht ganz so selten, aber dennoch unheimlich rar war der Sachsenring P70, der auf der ITT gefilmt werden konnte. Und er ist sozusagen aus dem Baujahr 59. Baujahr 59, da ist das auch noch AWZ, ja? Hat das mit dran? Er ist gerade in der Werksumstellung gewesen, wo von AWZ auf Sachsenring umgerüstet worden ist. Also ist das jetzt hier ein originaler Sachsenring bereits? Und ja. im gleichen Jahr oder ein Jahr davor war es... Im gleichen Jahr kam der 500er Trabant. Ah, okay. Wie gesagt, der ist baugleich sozusagen zur selben Zeit gebaut worden wie der 500er. Das waren jetzt die ersten Autos, die die Duroplast-Beplankung hatten. Ja, genau. Ne? Das waren auch die, womit diese legendären Tests gemacht wurden, wo alle auf dem Dach standen. Ja, das war die Versuchsreihen, wo sie probiert haben, was es aushalten tut, wie viel Belastung das standhalten tut. Weißt du, wie viele Stück davon gebaut wurden? Leider nicht mehr. Was ist jetzt, wenn ich so fragen darf, der größte Unterschied dann zum P50 bzw. zum Trabant 500? Er ist halt noch wassergekühlt, aber als Schwerkraftkühlung in dem Sinne. Also er braucht seinen Fahrtwind. Also wenn hier nur Stau ist oder stockender Verkehr, dann fängt er an zu kochen. Das ist nicht seins. Wie gesagt, ich will ihn auch nicht lackieren. Also er kann ja seine Geschichte erzählen. Der Juli beginnt dann mit der ersten kleinen Doku vom Retro-Kanal und zeigt die Produktion des letzten im Sachsenring Zwickau gebauten Golf 2. 1992 war für viele eine Zeit der Ungewissheit. Die Ausschnitte in diesem Video stammen von einem Privatvideo aus eben dieser Zeit und zeigen die Produktion der letzten Golf 2 Karosse. Leider erschwerten viele unglückliche Umstände die Arbeit. In den alten Produktionsstätten des VEB Sachsenring Zwickau wurde also eine neue Karosseriestrecke für den Golf A2 aufgebaut. Das war keine Bandfertigung, aber mit D-Max wurden die immer weiter gehoben. Es war also wirklich alles Handarbeit. Und nur die Qualität, die diese Protokolle ausgewiesen haben, können sie auch von Zwickau erwarten. Weil ja von der Fahrt nach Wolfsburg nach Zwickau Vorrichtungen so nicht besser werden, eher schlechter. Dieser Film wurde hauptsächlich gedreht, weil an diesem Tag der letzte Golf gefertigt wurde. Und das verdeutlichen hier diese leergezogenen Vorrichtungen. Es war also aber nicht so traurig wie beim letzten Trabant, weil die Leute haben hier bis zum letzten Tag an der Strecke gearbeitet und waren eine Woche später alle in Mosel. Bei einem Versuch, eine Batterie zu verpixeln, was mir zugegebenermaßen nicht ganz gelungen war, häuften sich in dem Video zum Trabant 1.1 aus der Null-Serie die Kommentare. Warum wurde die Batterie verpixelt? Warum muss man eine Varta-Batterie verpixeln? Welcher Idiot hat die Batterie verpixelt? Und so weiter und so weiter. Mein 1.1er bzw. meiner Frau und mein 1.1er Trabant. Das ist also ein ganz besonderes Fahrzeug. Es ist eines der ältesten noch existierenden Trabant 1.1. Es ist ein Nullserienfahrzeug und hat die Fahrgestellnummer 02. Also das heißt, das ist der zweite jemals vom Band gelaufene Trabant 1.1 als Limousine. Und man sieht das an vielen Facetten des Autos, dass es eben ein anderes Auto ist, als viele den Trabant 1.1 vielleicht kennen aus der späteren Fertigungszeit. Beispielsweise kann man das hier sehen an den Rücklichtern. Wir haben noch die klassischen Rücklichter vom Trabant 601 verbaut. Genauso die Stoßstangen, die alten Blechstoßstangen hinten als auch vorn sind noch vom Trabant 601. Danach mussten wir erstmal mit Herbert ins August-Horch-Museum, wo das Video mit Max und Moritz, den beiden Schweißrobotern, entstand. Max und Moritz, das sind sie. Gegenüberliegend die zwei Roboter hier. Universalroboter, das ist der rechte Seitenwand, ein Rundtisch, wo die drauf lag. Und der Roboter hat die gepunktet. Das wurde programmiert, so wie der Mann die Zange geführt hat. So hat ein Band, Magnetband, das aufgezeichnet. Und so wurde das dann auch, so hat der Roboter das dann abgefahren. Also wenn der Mann schlecht gearbeitet hat, hat der Roboter auch schlecht gearbeitet. Ne? Musste wirklich einer sein, der das ganz genau macht. Da war er fertig mit Punkten, ist rausgefahren, hat mal kurz so gezuckt und dann mit einer affenartigen Geschwindigkeit in den Zaun hinein. Und dann haben sie herausgefunden, kein Ende eingegeben. Der Lehrling hat das vergessen, da hat er halt mit programmiert, aber kein Ende eingegeben. Dann weiß er nicht, wo er hin muss, dann sucht er sich ein Ende.
Ja. Das waren also die Anfänge im Sachsenring. 2 amerikanische Universalroboter, die konnten alles machen. Wir haben die in Kuga Augsburg umbauen lassen zu Schweißrobotern. Ja, die hätten irgendwas anderes machen können. In welchem Jahr war das dann? Circa? 76. Melkus RS 1000. Der August begann mit einer Sportwagenlegende, dem Melkus RS 1000. Wir waren zu Gast bei Melkus in Dresden. Für viele war es ein Jugendtraum, den sich manche heute noch dann bei uns erfüllen sozusagen. Für andere war es natürlich auch einfach ein absolutes Highlight, dass man sagen konnte, okay, wir haben auch einen eigenen Sportwagen. Und der sieht gar nicht so schlecht aus und der fährt auch noch richtig gut. Von außen sieht man natürlich schon ein paar übernommene Bauteile. Blinker vom Wartburg, damals auch noch die ausgestellten Felgen, die Stahlfelgen, die im Hause Melkus dann umgebaut wurden. Die Frontscheibe ist übrigens auch vom Wartburg, inklusive dem Frontscheibenrahmen, der natürlich aber viel schräger angesetzt wird im Rohbau, um dann letztendlich auch die Form zu erreichen. Und ja, abgesehen mal davon steckt hier natürlich auch ein Wartburg-Fahrgestell drunter, was sehr stark modifiziert wird. Für so einen, wir nennen das rekonstruierenden Neuaufbau, ist wie gesagt immer ein alter Wartburg die Basis und auf dem bauen wir dann im hinteren Bereich, sieht man das, die sogenannte Mittelzelle auf. Und wenn das dann alles fertig geschweißt ist und alle Schleifarbeiten abgeschlossen sind, geht es zur Pulverbeschichtung. Da hat man dann einen dauerhaften Rostschutz letztendlich. Und in der Phase jetzt werden die Karosserieteile angepasst für das Fahrzeug. Ne? Das beginnt mit der Bodenwanne aus Aluminium, Fronthaube, den Türen und der Heckhaube, die jetzt hier in dem Falle noch gar nicht aufgebaut ist. Und das sind jetzt nie einfach irgendwelche Bauteile, die man aus dem Regal nimmt und dann passt das, sondern die haben alle Übermaßlängen und werden mit Verbindungsstücken am Fahrzeug sozusagen ein- und aufgepasst zusammenzubauen. Tatsächlich ist es so, dass bei uns natürlich auch noch absolute Urgesteine noch mitwerkeln. Der Siegfried Anacker ist eine absolute Karosseriebaulegende im Hause Melkus. Der hat schon am allerersten Melkus Ersthausen mitgebaut und kommt auch heute noch ab und zu mal mit vorbei und hilft mit aus. Und so kann er eigentlich sagen, er hat an allen Melkus RS 1000 Hand angelegt. Und ja, das ist ähnlich wie bei meinem Vater, der auch schon in den 70er Jahren alles mitgebaut hat. Ebenfalls eine Legende, aber auf eine ganz andere Art und Weise ist ein Trabant aus dem Film Go Trabi Go. Der Sommer 1990. Das Jahr der Wiedervereinigung. Udo Strutz macht sich mit seiner Frau Rita und Tochter Jacqueline auf, um mit seinem himmelblauen Trabant, genannt Schorsch, auf den Spuren Goethes von Bitterfeld nach Neapel zu reisen. Soweit zum Film Go Trabi Go, der 1991 ausgestrahlt wurde und den Beginn der Geschichte von diesem Trabant darstellt. Also hier bei dem Trabant handelt es sich um das Standauto von Go Trabi Go, also eins der 13 Autos, die für den Film gebaut wurden. Der Aschenbecher ist halt leider im Nachgang irgendwann mal getauscht worden, warum auch immer. Originalerweise vom Film her war es so gewesen, dass die ganzen Autos hier am Deckel eine Nummer hatten, nummeriert waren, damit sie halt sagen konnten, okay, Auto 3 wird jetzt gebraucht, Auto 5 wird gebraucht, Auto 7 wird gebraucht, um dann halt zu sagen, okay, das ist das Auto, es hat schon die und die Umbauten bekommen, ist es halt nummeriert worden da drin. Ja, die Stoßstange zum Beispiel, das Rote ist einfach nur das Erkennungsmerkmal, normalerweise müsste es ja blau sein, weil wer den zweiten Teil kennt, weiß, dass dann damals der Trabant, nachdem der von der Brücke geschmissen wurde auf diesen sag ich mal, Elbkahn, der ja dann von dem einen Schauspieler halt wieder aufgebaut wurde in dem Moment und da wieder alles blau war, dementsprechend auch die vordere Stoßstange. Mein Vater hat es halt einfach bloß wieder rot gemacht, weil das einfach dazugehört zu dem Film, zu dem Auto und zum Erkennungsmerkmal. Ja, und das Auto ist halt, ihr seid das gefahren, ne? Normal. Ja, meine Mutter ist das im täglichen Einsatz gefahren, quasi nach dem Film oder nach Abträge quasi, ist das dann angemeldet worden. Ist meine Mutter den täglichen Einsatz gefahren, hat mich dann mit in die Schule gefahren, abgeholt, einkaufen gefahren, was auch immer. Hat ja keiner drüber nachgedacht, was es eigentlich für einen Wert haben könnte irgendwann mal. Zu dem Zeitpunkt war es halt einfach ein Trabant. Kann man einen Trabant 1.1 Tramp mit einem Golf 1 Cabrio vergleichen? Wir haben es versucht, kein klassischer Vergleich, aber man hat mal beide gesehen. Ja, also wir stehen jetzt hier vor dem Trabant 1.1 Tramp
aus dem Modelljahr 91, und zwar die Nummer 6. Ja, ich besitze den Wagen seit 2004, durch Zufall damals eben entdeckt, als Neuwagen, noch nicht zugelassen. Das Armaturenbrett, da stecken Welten zum 601er dahinter anscheinend. Obwohl der Aschenbecher, das ist noch typisch 601, ne? Na, die Form ist dieselbe, aber der Deckel ist ein anderer. Also wieder das Detail, na, was den Unterschied macht. Ich achte immer dazu, die Kopfspaltkante. Aber der Trabant hat seit Produktionsbeginn als eines der wenigen Fahrzeuge von damals aus den 60er Jahren schon seitdem eine Einzelradaufhängung, wobei der Golf 1 hier ja noch eine Starrachse hat. Zwar mit 2 Schraubenfedern hinten dran, was der 1.1er ja auch schon hat. Aber, wie gesagt, der Trabant 1.1 hat eine Einzelradaufhängung. Die Scheinwerfer haben denselben Durchmesser und zum Teil sind sogar Scheinwerfer aus der Fahrzeugelektrik Rula, deswegen FER, eben im Golf eingebaut. Und wenn du beim Kübel die Gurte hast, sind die hinten am Verdeckkasten festgemacht. Und wenn du dann doch mal eine 70 offen fährst, flattern dir dann halt auf der Schulter die Gurte, wenn du sie drin hast. Ja. Genau. Viele machen die deswegen auch nicht ran, weil das einfach nur wirklich sehr stark schlägt. Ein Statikgurt, der nicht wegrollen kann, nicht nachgeben kann, der schlägt einfach dann nur auf das Schulterbein. Im letzten Video aus dem Monat August nahm uns der DDR-Rallye-Fahrer und Bürgermeister von Bollberg, Walter Rosenkranz, mit in seinem Rallye-Trabant. Walter Rosenkranz, der seinen nach ADMV-Reglement gebauten Trabant 601 zeigt. Im Großen und Ganzen ist in dem Motorraum nicht viel anders als bei einem Serienauto. Die Domstrebe ist drin, soll verhindern, dass bei Schotterwegen, bei der Rallye die Belastung halt für die Rathäuser ein bisschen eingedämmt wird, dass sich da nichts verbiegt. Und am Motor ist eigentlich die größten Sachen, die auffallen, sind die beiden großen Lufteinlässe, der etwas dickere Luftschlauch, weil ja durch den erweiterten Einlass der Luftverbrauch größer ist. Ansonsten, wie gesagt, sieht alles recht serienmäßig aus hier drin. Ne? Da prügelst du mit deinem Trabant hier da. Warum ist es ein Trabant geworden? Es war damals halt wirklich eine schöne Zeit, weil der Zusammenhalt in dieser ganzen Rallye-Familie, der war wirklich groß. Also man konnte da auch mal an den Servicepunkt fahren, der nicht zu einem gehört hat, wenn man irgendein Werkzeug gebraucht hat oder so. Und das war schon also wirklich eine schöne Zeit. Gemächlicher geht es im Vergleich Ente versus Trabant zu. Dort haben wir beide Autos beladen und siehe da, der Trabant bekommt sogar noch mehr unter. Die 2 Autos sind Kleinwagen mit 600 Kubik, jedenfalls dieser hat 602. Und die Vorgänger hatten natürlich 435 und 200 und noch was. Ne? Aber im Prinzip wurden die sehr lange gebaut, in sehr hohen Stückzahlen. Und es bietet sich einfach an, diese 2 Fahrzeuge mal zu vergleichen. Hier in der Ente haben wir ja diesen 2-Zylinder-Boxermotor, 4-Takt-Motor. Und dieser ist mit 26 PS. Und hier natürlich bekannt 2-Zylinder, 2-Takt. Kannst du kurz vielleicht zeigen, wir sind jetzt im ersten Gang logischerweise, ne? Ja. Diese Achse, ne, bewegen. Und da, ich fahre nochmal an, so, hier, ne, und dann rumlegen, nach links und rausziehen. Das ist der erste. Der zweite wäre dann einfach nach vorn schieben. Ja. Man denkt, beim Trabi ist es ähnlich, aber das ist ganz anders. Innen liegende Scheibenbremsen, das heißt, die liegen dicht am Getriebe, hat den Vorteil,
geringere, ungefederte Massen. Also die Masse am Rad, die ist weniger, die ist ja am Getriebe von der Scheibenbremse, hat aber auch einen kleinen Nachteil. Die Belüftung der Bremse ist nicht so gewährleistet, wie wenn sie draußen wäre. Aber da sind Luftleitbleche, die doch ein bisschen Kühlluft dann zur Bremse dann transportieren. So. Ich denke mal, das ist schon beeindruckend, was man so alles verstauen kann. Passt alles rein. Da passt sogar noch ein bisschen Werkzeug und noch ein paar Ersatzteile. Da wurde auch mal unterwegs mal angehalten. Muss nicht immer ein Hotel sein, ne? Man kann auch mal irgendwo auf der Wiese anhalten. Man wird ja auch nicht jünger. Dann nimmt man ein kleines Stühlchen mit, um sich hinzusetzen. Und dann kann es eigentlich losgehen, ne? Ebenfalls noch im September stellten wir einen Framo-Abschleppwagen vor und bauten einen folgenschweren Unfall. Während der Fahrt ging die Türe auf und krachte nach hinten, sodass Tür und Fahrerhaus Dellen, Kratzer und Brüche erlitten. Wir haben hier einen Framo 902-1 Abschleppwagen. Von dem Fahrzeug gab es original bloß 2 Stück. Mittlerweile gibt es wieder 2 Stück und das ist der zweite, der quasi als Replika entstanden ist. Es ist einfach ein Stück Geschichte und die Form des Framos, die ist im Prinzip so ein bisschen einmalig. Das sieht man ja auch an der Schnauze vorne. Ein schönes kleines Transportmittel. Ja, und die Sammlerleidenschaft macht es natürlich auch. Framo ist eine Leidenschaft. Die Fahrzeugform, die Geschichte des Framos. Also Framo ist ein Kunstwort, bedeutet Frankenberger Motorenwerke. Die haben angefangen in den 30er Jahren so Lastendreiräder zu bauen. Da haben wir auch noch eins. Kupplung treten und ihn im Leerlauf lassen. Also er wird bloß im Leerlauf gestartet. Dann zieht man, wenn er kalt ist, einen Schock. Und dann springt er sofort an. So, und jetzt können wir schon losfahren. Ja, der erste Gang ist nach vorne. Handbremse lösen. Das Armaturenbrett ist sehr übersichtlich gestaltet. Eine verstellbare Heizung haben wir hier. Das war damals schon Sonderzubehör. Dann haben wir eine Uhr für die Wassertemperatur, ein Tachometer mit Kilometeranzeige und eine Uhr, dass man die Tageszeit weiß. Noch ein paar Schalter zum Starten, fürs Licht, Blinker, ein Schock und die Scheibenwischer. Viel mehr gibt es nicht. Eine Steckdose doch haben wir noch. Da konnte man Arbeitslampe anstecken. Ja. Und eigentlich sind sie unverwüstlich. Im Oktober dann zeigte uns Thomas Müller vom August Horch Förderverein, was von den Gebäuden des ehemaligen Trabantwerks noch zu sehen ist. VEB Sachsenring. Zur Zeit der DDR bis 1991 sind hier die Trabis vom Band gelaufen. Und alles ist auch noch da. Die Bausubstanz ist komplett vorhanden. Unter anderem auch hier die Entladung oder die Bahnverladung für den Trabant. Die ging hier bis in die Ende 70er, Anfang 80er Jahre hinein von hier aus los. Also 2 Rangiergleise führten hier in das Innere des Betriebes. Und somit konnten die Fahrzeuge hier verladen werden und sofort auf die Hauptstrecken weitergeladen werden. Ja, und die Bahnverladung, die musste also einen neuen Platz bekommen und das war die Schubertstraße in Zwickau. Also dort, wo dann die Trabis direkt auf eigener Achse hinfahren mussten. Und da gab es eine besondere Situation, denn diese Fahrer nannte man Weißkittel. Die hatten allesamt weiße Kittel an und stiegen also mit 8 Personen in die Trabis, fuhren das zum Bahngleis und dann mit einem B1000 wieder zurück. Währenddessen die mit dem Trabi hier zunächst durch Wohngebiete heizt. Und da kann man sich vorstellen, mit gezogenem Schock durch eine Wohnsiedlung, das hatte die Bevölkerung gar nicht gerne. Wie wir
wir wissen, haben Trabis oft eine bewegte Geschichte. Den schnellsten Trabant der DDR, den sogenannten Schumann-Trabant, stellt uns sein Besitzer Wolfgang Hirsche vor. Doch es gibt immer wieder welche, die in ihrer Besonderheit herausragen. Zum Beispiel dieser blaue Renntrabant, gefahren von Klaus Schumann, hier vorgestellt von seinem Kollegen Wolfgang Hirsche. Das Auto hat mein ehemaliger Arbeitskollege, der Klaus Schumann, gefahren. Wurde in seiner Zeit von 74 bis 89 fünfmal DDR-Meister, dreimal wurde Zweiter in der Meisterschaft und dreimal Dritter. Und das hat kein anderer geschafft. Dafür wurde er auch einmal ausgezeichnet, war in Berlin bei Herrn Honecker und hat da seinen Meister des Sports bekommen. Richtig klasse war dann auch der Dreh mit den beiden Volkspolizeisammlern, die uns einen Wartburg 353 und einen Parkas zeigten. Löwe 01 für VPKA Leipzig, bitte kommen. Löwe 01 hört. Rechten guten Tag, Bürger. Wir möchten gerne Ihre Fotoerlaubnis sehen. Ansonsten müssten wir Sie jetzt mitnehmen zur Klärung eines Sachverhaltes auf die Dienststelle. Es gibt auch negative Sachen, sage ich jetzt mal, die vielleicht nicht so die besten Erfahrungen haben. Aber wir stehen nicht politisch zur DDR. Aber es geht einfach nur um den Erhalt der alten Fahrzeuge, weil es eben viele eben nicht mehr kennen. Und ich sage jetzt mal, gerade die heutige Polizei, da sind wir eben auch gerne eingeladen zum Tag der offenen Tür, weil die wirklich gar nichts mehr aus DDR-Zeiten haben, weil man das eben alles entsorgt hat, wo sie einfach nur zeigen wollen, wie war es früher und wie ist es heute. Aber es kommen viele positive Reaktionen, wo man dann eben wirklich noch manchmal hört, Mensch, bei euch hatte man noch Respekt. Also wir waren schon mal auf einem Treffen in der Nähe von Thurgau. Da waren ein älteres Ehepaar. Die sind zu uns gekommen oder an uns herangetreten und haben uns da mitgeteilt, dass eben in der Eisenbahnstraße in Leipzig doch sehr viel los ist und wir uns doch da mal bitte drum kümmern sollten und dort mal Streife gehen sollten. Und da haben wir dann den Leuten mehrfach erklärt, dass wir seit 30 Jahren nicht mehr im Dienst sind. Das können wir von früher noch gut ausdruckslos gucken. Ein Skoda 110R wurde uns vom Meister des Dialekts Lutz vorgestellt. Porsche des Ostens, sagte man in der DDR zu diesem Auto. Der Skoda 110R ist ein Coupé, welches von 1970 bis 1976 in der Tschechoslowakei hergestellt wurde. Er basiert auf dem Skoda 110, besaß aber einen stärkeren Motor. Nur wenige 110R wurden damals auch in die DDR eingeführt. Die ganze Beplankung, Schweller, Front, Mittelteil, Heck, Stoßstangen ist alles in Eigenregie entstanden, alles aus Polyester. Aufgrund der Überhitzungsprobleme bei diesen Autos wurde dann zusätzlich noch ein Frontkühler eingebaut, um die Temperaturen im Zaum zu halten. Und das hat wunderbar geklappt. Wir waren mit dem Auto mehrfach in Bulgarien zelten und da gab es nie wieder Schwierigkeiten. Ich habe das Auto Ende der 70er Jahre gekauft von dem Doktor von Görlitz. Da war natürlich in einem miserablen Zustand, Rost ohne Ende. Und dann habe ich sukzessive jedes Jahr ein bisschen was mir ausgedacht und ein bisschen mehr neu gebaut und alles. Und bis ich dann motiviert war. Und die letzte große Arbeit war einem dann das Fünfganggetriebe, da musste die Karosse unten umgebaut werden. Aber das war natürlich die absolute Errungenschaft in diesem Auto. In einer alten Ausgabe vom Straßenverkehr wurde der Skoda bereits vorgestellt und für gut befunden. Unter anderem ist dort zu lesen, das Armaturenbrett enthält 5 Rundinstrumente, Drehzahlmesser, Tachometer, Kraftstoffanzeiger, Kühlwasserthermometer, Druckmesser sowie zusätzliche Kontrolllampen für Öldruck, Kraftstoffreserve, Störungen im Bremssystem, Warnblinkanlage und so weiter. Für damalige Zeit war das klasse.
Den bislang größten Erfolg konnte im November, gemessen an Aufrufen, Kommentaren und Daumen nach oben, mit dem Video über dem Uni 1 erzielt werden. Es war tatsächlich auch das aufwendigste Video, denn gleich mehrere Zeitzeugen und Passanten sowie Fahrzeuge wurden gezeigt. 1994 wurde die Sachsenring Automobiltechnik GmbH von den Brüdern Rittinghaus gegründet. Das war der erste Baustein für die weitere Entwicklung auf dem Gebiet des Sachsenrings und vielleicht auch für die weitere Entwicklung im Bereich des Automobilbaus. Es gab 3 Typen, einen Siebensitzer, ein Taxi und ein Pickup. Das Ganze begann seinerzeit mit der Fertigung natürlich dieses Grundrahmens, einem Aluminium-Strangpressprofilrahmen, den sogenannten Space Cage. Der Rahmen Space Frame, der Name war ja geschützt seinerzeit von Audi und somit wurde das Space Cage genannt. Gut, habe ich auch wieder was gelernt? Ja, wusste ich auch nicht. Wusste ich auch nicht? Gut. Sehr schön. Also war das ja damals eine tolle Entwicklung. Ja. Und das ist ja total fortschrittlich. Richtig. Eines Tages hat der Kollege in Auftrag erhalten, eine Batterie zu simulieren, die wir hinten reinlegen. Das muss man wissen, kommen die in den Kofferraum, kommen die unter der Rückbank. Wir mussten erst mal sehen, wie groß die wird und wo die hinpasst. Mit Prototypen ging es im gleichen Monat November weiter. Da erzählt uns Michael Schinz von der 79 Oktan und Mitglied im August-Horch-Förderverein etwas über Trabant-Prototypen. Der Trabant 603, das war wirklich eine Entwicklung, wenn sie 1970 in Serie gegangen wäre, dass man mit einem Kompaktauto sehr, sehr früh am Markt gewesen wäre. Diese Entwicklung Trabant 610 wäre zum Zeitpunkt des Erscheins sicher ein modernes, aber ein absolutes zeitgemäßes Fahrzeug gewesen. Modernes Fahrwerk, Viertaktmotor, vorne quer eingebaut, Ganzstahlkarosserie, große Heckklappe und hätte einfach den damaligen Ansprüchen, die es so auch in Westeuropa zu dem Zeitpunkt gab, Genüge getan. Es geistert ja immer wieder diese Legende durch die Welt, dass der Trabant 603 an VW verkauft wurde und dass daraus der Golf 1 wurde. Dieses ist zu 100% eine Legende. Beide Fahrzeuge basierten auf völlig unterschiedlichen Konstruktionen und der Trabant 603 und der Golf 1, sicher mit etwas zeitlichem Unterschied, waren einfach Fahrzeuge aus dieser Generation Schrägheck, kompakt waren. Das, was wir heute als Golfklasse kennen. Die Zeit war einfach reif, sowohl in Ost- als auch in Westeuropa, für dieses Auto als das ideale Familienauto in den 70er, 80er und 90er Jahren. Wir sind im Dezember angelangt und das letzte Video, was vorgestellt werden muss, ist das vom Wartburg Coupé. Jörg stellt uns da sein Schätzchen vor. Wartburg Coupé. Das formschöne Wartburg Coupé gab es in 2 verschiedenen Baureihen. Einmal von 1957 bis 1961, das Wartburg 311-3 Reise Coupé, und von 1962 bis 1965 das 311-3 1000 Reise Coupé. Unterschied zum Modell bis 1961 war der größere 1000 Kubikzentimeter 1 Liter Motor mit 45 PS und optisch die dreigeteilte Panorama-Heckscheibe. Die HO Handelsgesellschaft hat ihn angesprochen, es wäre ein Coupé zur Verfügung, was er gleich bekommen könnte, oder eben er müsste weiter auf seine Bestellung warten. Er hat da zugeschlagen, hat das Fahrzeug gekauft. Kaufvertrag habe ich noch, Preis müsste ich jetzt nochmal nachschauen, weiß ich nicht ganz genau. Und er hat in der Landwirtschaft gearbeitet. Und wie das halt so in der Landwirtschaft ist, mit Nebengewerbe noch in der Landwirtschaft, wurde viel mit ihm transportiert, sodass er bis 1988 3 Rahmenbrüche hatte. Für das Geld, was so ein Wartburg kostet, bekommt man ein modernes, bequemeres und ein Auto mit wesentlich mehr Sicherheit. Warum möchte man so einen Oldtimer? Für mich persönlich ist es einfach, sage ich mal, dass dieses Fahrzeug Familienbesitz ist. Dass natürlich die Technik am Leben erhalten werden muss. Zumal Wartburg, gerade die 311er, eine für damalige Zeiten sehr schöne Form hatten, auf dem technischen Stand ja auch waren und diese Silhouette ganz einfach aus dem Verkehrsgeschehen nicht verschwinden darf. Das war jetzt der Retro-Kanal Jahresrückblick 2022.
Ich bedanke mich bei allen, die dieses Video angeschaut haben, bei allen Abonnenten und überhaupt für die tolle Zeit in diesem Jahr. Mit den ganzen Kommentaren, den Fragen und. Ihr seid Ohrst. Bis bald, euer Jan.